Ein neuer Gast heute bei mir, Andi Freund. Servus, Andi. Irgendwie bin ich damals in eine Umgebung reingerutscht, wo ich mir gedacht habe, das gehört jetzt dazu und das muss jetzt so sein. Also du meinst Alkohol, Drogen, unzuverlässig, vorlaut, die würden heute nicht mit mir arbeiten, weil sie sagen, ich bin absolut unzuverlässig und die würden mir nicht über den Weg trauen, obwohl sich das alles radikal geändert hat, aber schade. Also man kann sich schon seinen Ruf zerstören, wenn man Zeit genug hat. Ja. Ich versuche es mir so zu richten, dass ich eben nicht mehr so traurig und verzweifelt bin und es funktioniert. Ich hatte 40 Jahre Musik. Ich habe wirklich alles. Man kann ja zweimal Song Contest und mehrfach Donauinselfest und Stadthalle und Tourneen eben auch mit den Vereinigten Bühnen Wien oder mit anderen Bands ganz Europa. Und jetzt ist eben so, dass ich mich dem stellen muss, dass ich halt andere Dinge mache. Es ist okay. Eine neue Folge von Brossartig. Schön, dass du draufgeklickt hast. Wir befinden uns wieder in den heiligen Hallen von YMI Records hier in Hollabrunn. Ein neuer Gast heute bei mir, Andi Freund. Servus, Andi. Servus, David. Andi Freund ist jetzt, sagen wir mal, vielleicht für die Jungen, für die ganz jungen Musikerinnen und Musiker so die Frage, Andi wer? Ist da vielleicht jetzt nicht so der Begriff. Für die Älteren unter uns sollte der eine oder die andere nicht genau wissen, wohin mit dem Namen. Habe ich jetzt da so praktisch als kurzen Anhaltspunkt. Mädchen weinen, Mädchen lachen, machen 1000 tolle Sachen, haben 1000 tolle Tricks. Richtig? Nicht ganz. 1000 krumme Sachen. 1000, ja genau. Ja, okay. Aber wenn man Mädchen kennt, weiß man, dass das der eigentliche Text sein sollte. War für mich ein Song, den habe ich irrsinnig gern gehört damals, war das Projekt Andi Freund und die Indianer. Und hatte damals auch recht viel Airplay, weil, glaube ich, der Dominik Heinzl das ziemlich abgefeiert hat in den 90ern. Aber lass uns da vielleicht einmal ganz zurück von vorn beginnen. Du hattest ein äußerst bewegtes Leben, aber wie hat's angefangen? Was hat dich überhaupt dazu gebracht, dass du da gedacht hast, als kleiner Andi, ich werde Musiker? Was war da der Antrieb, dass du diesen Weg überhaupt eingeschlagen hast? Okay, ganz von vorne, als wir nach Österreich kamen, das war im Jahre 1971, damals war ich 9 Jahre alt, da haben meine Eltern beschlossen, ich soll etwas Gescheites neben der Schule auch machen. Und haben mich dann in der Beethoven Musikschule der Stadt Mödling Klarinette lernen lassen. Zur Klarinette kam ein Saxophon dazu und irgendwann eines Tages habe ich gemerkt, dass man nicht gleichzeitig Saxophon spielen und singen kann. Also nicht gleichzeitig. Habe ich eigentlich noch nie probiert. Nein, kann man nicht. Das geht mit Gitarre und die Mädchen haben die Klarinette vor allen Dingen auch nicht so sexy gefunden. Es hat sich dann rauskristallisiert mit Gitarre. Hat man einige Dinge wesentlich schneller. Gleich ja schon in den 80ern das Sax irgendwie schon noch ein Phallus-Symbol irgendwie dargestellt hat. Ein goldenes noch dazu. Es kam dann auch wieder zurück bei mir. Aber ich war am Anfang recht froh, wie ich es gegen die Gitarre eintauschen konnte. Und das war irgendwie, Lagerfeuer und Zelten und 5 Liter Kanister Rotwein und Mädchen rundherum und so. Das war halt, so hat's angefangen. Ja. War in der Zeit ging's, wenn du so in dich selber reinhorchst, wie viel Prozent deines Antriebs, wirklich Musiker zu werden, Sänger zu werden, Star zu werden, war motiviert aufgrund dieser Sucht nach Kunst und wie viel Prozent war die Sucht nach Anerkennung, auf der Bühne stehen, diese ganze Kiste, Mädels? Ja, das ist erst gekommen, glaube ich. Am Anfang war es ein Ausbrechen aus der
gut behüteten Familienstruktur, sage ich mal. Mein Papa, erfolgreicher Wirtschaftsmanager, behütetes Familienleben und eigentlich war es erst ich und kurz darauf auch mein Bruder. Wir haben dann gemeinsam unsere erste Band auch gegründet. Es war mehr ein Rauswollen irgendwie. Es ist mit der Zeit erst gekommen, dass wir dann gemerkt haben, ja, man kann eigentlich gute Dinge auch machen und dann wollten wir auch spielen und auf die Bühne und mit anderen Leuten auch besser performen, Sachen lernen, mehrstimmig und alles. Also da war dann schon nicht mehr nur die Revolte, sondern das ist schleichend passiert, dass man dann eigentlich immer mehr wollte und immer mehr. Bis dann eben, weiß nicht, ob du darauf anspielst, eben Jesus Christ Superstar kam. Anfang der 80er war das eben. Erzähl mehr. Ja, ein guter Freund von mir, einer meiner Besten, vielleicht der Beste, ein Bassist übrigens, hat mich damals zu einer Audition, der Schriss, ja. Genau, hat mich damals zu einer Audition überredet in Wien, in den Sophiensälen wurde damals Jesus Christ Superstar geplant vom Bretterhaus, eine Studentengruppe und ja, ich habe mich erst gewehrt, ich war halt sehr schüchtern, bin eigentlich immer noch eher schüchtern, was keiner glaubt, aber so ist das. Na, glaube ich nicht. Ja, aber sprich weiter. Ja, und dann war ich dort, und obwohl ich mich eigentlich nicht so richtig getraut habe und irgendwie hat sich's dann so entwickelt. Erst habe ich eine Nebenrolle bekommen, dann eine weitere Nebenrolle und 2 Monate vor der Premiere ist eben einer der 3 Jesusse ausgefallen. Aus welchem Grund weiß ich halt nicht mehr. Und dann ja, die wurden gekreuzigt. Das ist das Problem. Ach, das war zu früh damals. Ja. Aber netter Einwand. Ja. Jedenfalls bekam ich die Chance 2 Monate vor der Premiere und habe man das dann eingelernt, alles. Und irgendwie, es hat sich so entwickelt, dass ich dann halt sehr rasch die Rolle halt auch sehr oft gespielt habe. Und wir haben immerhin 3,5 Monate gespielt in den Sophiensälen mit über, glaube ich, damals war es ein Erfolg für ein Studententheater mit knapp 100.000 Zuschauern und so. Das war Wahnsinn. Ja, und von da weg ist es halt in alle möglichen Richtungen gegangen. Gethsemane singen ist ja jetzt auch nicht nix, ne? Damals ging es auch noch. Ja. Das muss ich halt leider sagen. Kommen wir dann später noch genauer. Ja. Warum ich das gefragt habe mit dem Ego-Ding, also Ego versus Kunst in der Verteilung des Antriebes, ja, ich kann mich erinnern, wir kennen uns jetzt auch schon das eine oder andere Jahrzehnt und haben auch viele gefühlte 100 Gigs miteinander gespielt damals. Und ich kann mich erinnern, du hast mir immer wieder die Geschichte erzählt, dass du damals als Kind, ich weiß nicht, ob du das als Metapher erzählt hast oder ein bisschen übertrieben hast oder ob es eine reale Begebenheit war, aber dass du als Kind in der 10-Uhr-Pause im Mistkübel gesteckt worden bist und dass für dich dann so die Musik so ein bisschen diese Kehrtwendung war von dem Underdog damals als Kind und dann aber eben der Star auf der Bühne. Ja, stimmt. Das stimmt schon. Also das war... Man muss dazu wissen, in den 70er Jahren... Wurde man einfach in den Mistkübel gesteckt. Als Bifke in Österreich warst du damals in einer Klasse voller pubertierender... Welcher Bezirk ist vielleicht auch noch ausschlaggebend? Wo habt ihr es gewohnt? Na, wir waren in Mödling. Also Mödling, Entschuldigung. Ja, Mödling, okay. Wir wurden zuerst von unserem Papa nach Mödling ausgewildert, bevor es dann schlussendlich nach Wien ging. Ja. Und jedenfalls in angeblich eines der schwersten Gymnasien, die Keimgasse in Mödling. Und dort, wenn es Freund heißt, es hat ja viele Leute gegeben, die gesagt haben, heißt Andi Freund, leibender Künstlername. Sage ich, das ist kein Künstlername, das ist mein echter Name. Und wenn du mit dem Namen Freund als Bifke nach Österreich kommst und die Lehrer es dann lustig finden zu sagen, no, mein Freund und Zwetschgenröster, haben wir es wieder vergeigt. Die Klasse springt natürlich gleich drauf an und ich bin nicht nur im Mistkübel, ich war auch im Klo und in
in der Klomuschel und wo überall ich nicht gewesen bin am Anfang. Und es ging aber Hand in Hand, die Musik war erst nachher. Es fing eigentlich an mit Fußballspielen. Als ich besser wurde im Fußball, damals hat es ja noch immer gegeben in den Pausen mal dieses Tip-Top. Ich weiß nicht, ob du kennst Tip-Top. Ja. Das haben wir auch immer gemacht. Und wenn du beim Tip-Top immer früher gewählt wurdest von einem der beiden, dann hast du gemerkt, jetzt steigst du im sozialen Status genau, und einfach. Dann, irgendwann war der Schriss auch in meiner Klasse, dann haben wir Musik gemacht gemeinsam und irgendwann sind die Haare gewachsen und man wurde cooler. Aber den Piefke habe ich irgendwie offenbar damals nie komplett ablegen können. Was ja lustig ist, weil wir heute auch schon geredet haben, dass die Kids heute wiederum ja genau die Gegenbewegung machen, weil jetzt können es kein Wienerisch mehr. Mein Sohn ist ein Erzwiener, beide eigentlich, und der Kleine spricht deutscher als ich. Ja. Das, Dann hat sich dein Weg dann auf die künstlerische Ebene komplett verfrachtet. Also du hast wirklich unzählige Projekte dann gestartet in den 90ern, in den Wilden, würde ich sagen. Ist in den 80ern schon losgegangen, 80er, ja. aber dann die 90er waren halt tatsächlich, ja. Also ich kann mich erinnern an Venice and All zum Beispiel war es ein... Ja, Venice and All, wir haben im damaligen Roten Engel sehr oft gespielt. Da hat es Venice and All gegeben, da hat es aber auch Jazz Terminator gegeben. Da, ja, die 4 glorreichen 7 eigentlich die erste Band. Und jetzt warst du nur die zu dritt, letzte. oder? Am Anfang waren wir zu dritt, dann waren wir zu 4, jetzt sind wir zu 5 und spielen unseren Abschiedsgig am 6. März. Leider. Du bist jetzt wie alt? Ich werde im Oktober 64. Na, für das hast du dir aber echt gut gehalten, muss man sagen. Also danke, wie ich draußen optisch. schon erklärt habe. Ja. Die Falten werden durch den Bart verdeckt, das schüttere Haar durch das Hauberle. Ja, solange man das noch schafft, ist es ja in Ordnung. Ja, also das Verstecken geht immer. Ja, ja. An was ich mich erinnern kann, was bei dir immer auch eine große Ambivalenz dargestellt hat. Wir haben gemeinsam in einer Profi-Showband gespielt, sehr, sehr viele Gigs. Und damals war immer, und die hatte aber schon so ein bisschen auch diesen Anspruch an es war jetzt nicht so eine reine Kommerzband als solches, es war so ein Mischmasch, es war das Beste aus der Kommerzwelt, würde ich mal sagen, mit aber schon einem Anspruch an unique sein, mit also es war ein definitives Thema mit Glamrock. Also genau, mit Kostümen, mit sehr fetten als auch Gigs eigentlich, großen Open Airs in überall und was damals tatsächlich sich ein bisschen immer als Problem dargestellt hat, so wie ich es erinnere mit dir jetzt als Person, war das, dass du sehr oft bei Bookings oder Anfragen nicht verfügbar warst, weil du irgendwelche Kommerzgigs irgendwo gehabt hast, wo du einfach mehr Kohle verdient hast. Worauf will ich hinaus? Ich möchte auf die Frage hinaus, wie weit diese Vereinbarkeit, man versucht einerseits seinem Projekt zu folgen, weil ich merke das jetzt auch bei jungen Artists immer mehr, die ihr Projekt verfolgen und wo dann immer die gescheiten Leute von außen daherkommen und sagen, ja, du musst dich auf das konzentrieren und nur auf das und so weiter. Was aber schwierig ist, wann du von der Musik lebst, weil von diesem einen Projekt kannst du nicht leben. Du kannst auch nicht von 5 leben, sondern du brauchst mindestens irgendeine Geschichte, wo du dein täglich Brot auch irgendwie einnimmst. Wie bist du damit umgegangen? Wie weit glaubst du auch im Nachhinein, dass du die richtigen Entscheidungen getroffen hast, beziehungsweise würdest du es heute genauso machen wie damals oder anders? Das werfe ich da mal so hin. Da gibt es viel dazu zu sagen. Ich würde es nicht mehr genauso machen. Was unbestritten ist, wenn du in einer Kommerzband 30, 50 Mal im Jahr spielst, du lernst wahnsinnig viele Dinge. Ich habe damals eben nicht nur gesungen, sowohl Solo als auch eben diverseste Chöre. Du lernst also sehr flexibel in viele Musikrichtungen, wirklich in einer Kommerzband in fast alle Musikrichtungen. Da musst du mit der Gitarre
Ich habe Gitarre gespielt dort, ich habe Klarinette, Saxophon gespielt und Mundharmonika und natürlich gesungen. Und du singst Solo und du singst Chor. Du lernst wahnsinnig viel. Manchmal sogar die eine oder andere Choreo, wenn es ein bisschen aufwendiger ist. Auch noch dazu, aber bei der Commerzband jetzt sogar eher weniger. Das war dann bei anderen immer mal wieder Musicals natürlich auch dazwischen mit Vereinigten Bühnen Wien und was da alles war. Aber bei dieser einen Commerzband, auf die du jetzt wahrscheinlich anspielst, das war schon so, ich habe wahnsinnig viel gelernt dort über die Jahre und irgendwann konnte ich mich nicht einfach so mehr lösen. Rückblickend gesehen, ich würde es anders machen. Ich würde mir einen Teilzeitjob unter der Woche suchen, um mich auf das eine, was wirklich vielversprechend ist, und das haben wir ja auf der Fahrt her besprochen, es wäre viel mehr drin gewesen. Ich ärgere mich ein bisschen, dass man es ich kann nicht viele gute Tipps geben den jungen Musikern, weil so erfolgreich bin ich nicht, dass die auf meine Tipps hören würden. Ja, man lernt auch kann auch durch die Misserfolge lernt bitte aus meinen Fehlern und nicht aus den eigenen. Ich würde mir einen Job unter der Woche suchen und mich auf etwas, was vielversprechend, und das war es bei uns damals, was vielversprechend aussieht, und das war ja schon mehr als in den Startlöchern, das war ja schon ziemlich weit fortgeschritten. Ich hätte mich tatsächlich mehr um das kümmern müssen, sollen. Warum? Ich hatte damals das Studium wahrscheinlich schon abgebrochen oder es lag in den letzten Zügen. Ich wusste, ich kann nur von der Musik leben. Und dann habe ich halt, die Commerzband war mein Bürojob. Blöd halt, dass der Bürojob eben auch oft an Freitagen, Samstagen war. Also, Antwort, ja, ich würde es heute anders machen. Warum habe ich so gemacht? Ich habe viel gelernt. Das war Sicherheit, die halt, ja. Okay. Heute, aus der heutigen Sicht, wenn du zurückschaust auf das, was du alles gemacht hast, was würdest du, welche Wertigkeit, das habe ich letztens auch die Ingrid Diem gefragt im Interview, weil ich das immer sehr interessant und relevant finde, weil ich es auch bei jungen Artists sehr oft entdecke, dass die Gewichtung bei denen eine andere ist, als ich sie persönlich setzen würde. Wie hoch würdest du die Gewichtung einschätzen von Technik-Handwerk, von dem, was du tust, wann du ein künstlerisches Projekt beschreitest? Oder überhaupt dein Dasein als Sänger zum Beispiel? Ich definiere es noch ein bisschen genauer, damit wir wissen, wovon wir sprechen. Wenn wir jetzt zum Beispiel beim Sänger sind, würde ich als Handwerk definieren, das besteht ja auch aus mehreren Geschichten oder Technik, geht es einerseits natürlich auch um Gesangstechnik als solches, klar, aber es gehört auch für mich dazu vielleicht allgemeine Musiklehre, dass ich auch ein bisschen höre, dass ich wirklich gut Chor singen kann. Ja? Sowohl in den Harmonien hören, die vielleicht jetzt nicht nur STS-Harmonien sind mit Primterz, Quint, sondern wenn es ein bisschen cooler annoviert, beziehungsweise auch die Fragestellung von Hören, wie laut bringe ich mich da ein oder nicht. All dieses gesamte, weiß ich, was ein XLR-Kabel ist und kann es richtig ausstehen. Also das ganze Paket einfach, ja, weil ich ja immer wieder feststelle, dass dass viele Sänger, Sängerinnen da einfach komplett aussteigen. Okay, die Frage ist trotzdem sehr komplex, aber ich kann das für mich ganz leicht beantworten. Ich habe weder jemals singen gelernt, noch habe ich Gitarre gelernt, noch habe ich Mundharmonika gelernt. Das habe ich mir dann eigentlich zum glaube ich, 95% überwiegenden Teil selber beigebracht. Was ich allerdings vorher hatte, und das haben vielleicht viele von heute nicht, viele Junge, ich hatte ja jahrelang das Blasmusikorchester der Stadt Mödling. Und ich habe mir von der 3. Klarinette über die 2. zur 1., von 2. Saxophon zum 1. Saxophon. Nicht, ja. Eben, ich habe die Notenblätter gesehen. Ich habe natürlich Noten gelernt. Ich weiß dann, wie Stimmen miteinander harmonieren. Durch diverse Dirigenten weiß man dann auch, wann gibt man mehr, wann hält man sich zurück. Also ich habe schon was gelernt, was ich dann nicht mehr
üben musste oder machen. Ja, hätte ich schon besser. Und wie wichtig schätzt du das ein, das zu können? Wichtig. Ja, schon. Wichtig. Okay. Ich halte das schon für wichtig. Außer du bist jetzt der Frontman oder das Frontgirl oder die Frontsau, die einfach auf die Bühne geht, alles in seinen Band zieht und so ein wahnsinniges Charisma hat, dass du machen kannst, was du willst, und du trägst die ganze Show runter und bist einfach der Überwahnsinn. Mick Jagger. Und da ist es Das relativ wurscht wurscht, einfach, ja. was und wie du singst, und wenn du deinen Gürtel nimmst und den Boden peitscht, dann ist das auch geil. Dann brauchst du es vielleicht nicht. Aber wie gesagt, angefangen durch die Blasmusik und dann die Kommerzband auch, du lernst halt schon. Ich habe alles aufgesaugt und ich finde es wichtig. Okay. Wir haben uns circa, ich würde es jetzt einmal schätzen, als wir viel miteinander zu tun hatten, das ist so her um die Mitte 90? 30 Jahre, so. Mit den 95 Ja, hätte ich so gesagt, hätte ich es auch irgendwie eingeordnet, über ein paar Jahre. Und dann haben wir uns komplett aus den Augen verloren, für eine ganz, ganz lange Zeit. Und der Andi Freund, den ich damals kannte, in dieser Zeit, wo du auch Vollgas am Zenit warst, hat mit dem Andi Freund, von dem ich jetzt gar nicht viel weiß, weil wir haben jetzt nicht super viel Kontakt im Grunde genommen, so wie es mir erscheint, relativ wenig zu tun. Damals hatte ich zu tun, also wenn mich damals wer gefragt hätte, oder wenn mich heute wer fragen würde, wie war der Andi Freund damals, dann könnte ich jetzt viele Adjektive irgendwie rauspacken, oder ich packe sie in eine Metapher hinein und sag, kennst du Charlie Harper? Jo. Dann weißt du, wie Andi Freund damals war, weil der Andi war damals für mich Charlie Harper, nur jetzt nicht mit dem finanziellen Background, den der Charlie Harper dann durch gelungene Geschichten irgendwie hat. Also du meinst Alkohol, Drogen, unzuverlässig, vorlaut. Genau, dieses Klischee komplett erfüllt. Bevor wir darüber reden, was sich verändert hat und warum sich's verändert hat, warum war es damals so? Wahnsinnig gute Frage, weil wenn ich das wüsste, irgendwie bin ich damals in eine Umgebung reingerutscht, wo ich mir gedacht habe, das gehört jetzt dazu und das muss jetzt so sein. Ich werde mir ersparen, die Namen der Lokale, es sind ja eh nicht viel, zu erwähnen oder Namen zu nennen, aber man wird irgendwann einmal auf etwas eingeladen, dann findet man das geil, dann schreibt man plötzlich 2, 3 Songs in einer irrewitzigen Zeit, die sich auch noch reimen, obwohl das heutzutage gar nicht mehr so wichtig ist wie damals. Sitzt dann bis um 8 in der Früh mit vielen Gläsern Alkohol und man darf den Namen Kokain durchaus erwähnen, in Lokalen oder auch in diversen Wohnungen oder sogar bei sich alleine zu Hause, hat plötzlich 3 oder 4 fertig geschriebene Nummern und denkt sich, ist das geil, so geht's jetzt weiter. Ich weiß nicht, ich war teilweise mit den falschen Leuten zusammen, aber das ist auch unfair zu sagen, weil für mich war das vielleicht teilweise falsch, weil das ist aber über lange Zeit gegangen, dass ich dann irgendwann den Fokus verloren habe oder dass sich das verändert hat. Und schwer zu sagen, es gibt Leute, die würden heute nicht mit mir arbeiten, weil sie sagen, ich bin absolut unzuverlässig, und die würden mir nicht über den Weg trauen, obwohl sich das alles radikal geändert hat, aber schade. Also man kann sich schon seinen Ruf zerstören, wenn man Zeit genug hat. Ja. Lass uns doch einmal noch ein bisschen mehr insofern ins Detail gehen, weil ich glaube, wir haben ja da jetzt auch die Möglichkeit durchaus, weil
dieser Podcast sehr zielgerichtet ist vom Zielpublikum her. Also es werden sich hauptsächlich, würde ich mal sagen, Musikbetreibende anschauen, das Ganze. Und für die, die da gar nicht diese Erfahrung vielleicht haben im Vorfeld, nehmen wir doch diese 2 Paradedrogen, um die es da geht, noch ein bisschen genauer her. Fangen wir mit dem Alkohol an. Was meinst du, was dir der Alkohol als solches oder der Rausch des Alkohols, abgesehen jetzt von dem Glauben, dass du jetzt kreativer wirst, noch gegeben hat in dieser Situation des Künstlers? Man tut ja Dinge in der Regel, um einen Mehrwert zu haben, wurscht, was es ist. Ja. Was war dein Mehrwert subjektiv damals in dieser Situation, um zu saufen? Und man kann schon sagen, dass du Alkoholiker warst. Also so würde ich es durchaus Ich sage mal, definieren. über weite Strecken war das schon ein täglicher Begleiter. Ja. Ja, ich denke, dass ich, und das liegt auch durchaus in der Familie bei mir über Generationen, dass ich depressionsgefährdet bin, weil ich diverse dunkle Gedanken manchmal habe, die mich so überkommen. Das mag bei der Altersdepression anfangen, das mag bei Kopfkino gewisse tragische, man hat Angst vor möglichen Zukünften, sage ich mal, und mit einem Bier oder 2 habe ich mich halt von sowas befreit. Mir war leichter zumute, ich habe an das nicht mehr gedacht und konnte mich auf das konzentrieren, was gerade wichtig war. Musik oder was halt... Also eine Form von Betäubung. Ich würde sagen, ja, eine Form von Realität ausblenden. Verdrängung des Unnötigen für mich. Oder im Moment nicht angenehm. Des Bedrohlichen. Das, ja, alles, was ich nicht wollen habe, war nach einem Bier weniger da, sage ich mal. Okay. Oder auch nach einem Wodka. Oder 2. Ja. Oder Wein. Ich weiß, du hast Wein. Ja. Ein guter Rotwein, Na, kann ich nicht mit. Ja, obwohl die Brille rot ist, der Anzug ja ist irgendwo... aber der Wein... Okay. Ich trinke aber auch kein Weißwein oder kein Rosé. Nicht einmal Champagner oder ist nicht meine Kiste. Gut, ich ja im Augenblick auch nicht. Ja. Und beim Koks? Andere Geschichte? Das war, ganz am Anfang war ich dabei, da war ich irgendwie sogar stolz, dämlicherweise dazu zu gehören. Das ist sehr seltsam. Naja, es ist ja beim Nikotin ja auch nicht anders. Also in der Regel fangst du zum Rauchen an, Weil die anderen weil die rauchen. anderen rauchen. Ja. Ja, klar. Ja, allerdings habe ich auf einen Chick irgendwie noch nie einen Song geschrieben. Was beim Koks sehr wohl der Fall war, dass Der man Uli Bär plötzlich... schon. Plötzlich, ja, gut. Nein, ist gar nicht der Uli Bär, war der Chick. Nein, Wer ist denn das? der Tanzer, oder? War das der Tanzer? Ja, Tanzer war das, ja. Ja, ich glaube, der Uli Bär hat das eher nach einem Nein, genau, Gulasch Durst und bringt's mir einem um. Ciderbier. Ja. Aber wie dem auch sei, das Problem ist halt, du brauchst dann irgendwann einmal, ist so leibernd, dass du das zum ständigen Begleiter oder das schleichst dir so ein in dein Leben. Wie der Alkohol ist nur um einiges teurer als der Alkohol und dann passieren halt Dinge wie Schulden, Kredite, ja, teilweise eine dunkle Zeit auch, muss ich sagen, die zum Glück auch hinter mir liegt. Du hast gesagt, du bist gerade 50 geworden. Oder? Das war für mich der Knackpunkt. An meinem 50. Geburtstag habe ich zum letzten Mal, das war mein letztes Gramm Kokain, da war der Beschluss, jetzt ist Schluss, endgültig und für immer. Und kurz darauf auch das Rauchen und nie wieder angegriffen, zum Glück. Also, Kannst du ungefähr eine Schätzung abgeben? Der Reinhard Fendrich hat einmal gesagt, er hat einen Ferrari verkokst. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Es war teilweise schlimm. Es war teilweise so schlimm, dass man dann auf Zeug, wenn es mitten in der Nacht den guten Stoff nicht mehr gibt, dann wird es halt Speed, kostet dementsprechend weniger und ist, weiß ich nicht, wo teilweise die Leute den gefunden haben. Grauslich halt, aber du kannst so gar keine Rechnung aufstellen. Aber ich glaube, wenn ich das ganze Geld, und da kommt ja dazu, in so einer Nacht trinkst du ja dann auch Mengen, Klar. die du gar nicht spürst eigentlich und rauchst eine halbe Trafik dazu. Wenn ich das gesamte Geld hätte, dann könnte ich jetzt aufhören zu arbeiten. Und so alt werden wie Dick Van Dyke, der, glaube ich, gerade eben 100 geworden ist. Gut, da stellt sich die Frage, ob man das will, aber andere... So wie er schon. Ja, Also okay, so wie er, der ist super drauf. Was hat dein Lebenswandel als Überbegriff, den du damals geführt hast, wie lange ist das gegangen? Schätzulative, über welchen Jahreszeitraum sprechen wir da, wo es da so die Kanten gegeben hast? Also ich war 88, bevor ich glaube, das ist nach Amerika, ich war 1988 für ein halbes Jahr in Seattle. Und ich glaube, wie ich da zurückgekommen bin, ist es dann so richtig, ich war in der Stadt des Grunges, da habe ich natürlich, es hat sich irgendwie so entwickelt in der Zeit, danach kam Venice and All, danach kam der Rote Engel und dann kamen die Indianer, 92, 93. Es ging danach so richtig los, ich sage mal, 2012 wurde ich 50, naja, gute 2 Jahrzehnte mit... Aber mit ja, manchmal mehr, manchmal Ups weniger. and Downs natürlich. Okay. Du hast das schon angeschnitten, du hast wirklich viele Leute auch sehr verärgert, beziehungsweise viele Leute haben sich auch zumindest einmal geschäftlich eher von dir abgewandt. Ich habe Jobs verloren, ich habe Kontakte verloren. Wahrscheinlich Leute, die heute noch nicht mit mir reden würden, obwohl... Hat sich das auch ins Private reingezogen? Das hat sich durchaus auch ins Private reingezogen, wobei ich das irgendwie immer geschafft habe. Da habe ich dann die Stops gehabt, wo ich dann schon versucht habe, das auch zu kitten und zu retten. Und zum Glück ist es im Großen und Ganzen auch gelungen. Und zwar die Beziehungen, die wirklich wichtig waren und noch wichtig sind. Es gibt schon auch Bekanntschaften, sage ich jetzt einmal, oder wie sagt man dazu, so Lebensabschnittsbeziehungen, die in die Brüche gegangen sind. Man darf nicht alles so ernst nehmen. Es gibt auch Dinge, die konzipiert sind oder die vorgesehen sind, dass sie halt nur 10 Jahre dauern oder 15 und dann gibt es eine Sollbruchstelle, die gibt es halt dort auch, offenbar. Klar. Weil also jeder verändert sich, nur auf das Menschen verändern sich und ich habe auch Kontakte zu Leuten abgebrochen, damals, wie ich mein Leben geändert habe, habe ich eben auch... Von der dunklen Seite der Macht sozusagen. Genau. Okay. Ja, das bringt es eben mit sich, dass man halt auch, andere Leute treffen Entscheidungen dir gegenüber, aber ich habe sehr wohl auch für mich Entscheidungen getroffen und eben Dinge abgebrochen, abgeschlossen und einfach hinter mir gelassen. Dann, ja. Jetzt sprechen wir ja grundsätzlich davon, dass man über 2 Jahrzehnte lang oder dass du über 2 Jahrzehnte lang deinen Körper regelrecht vergiftet hast und auch damit ja auch indirekt deine Psyche, auch klar. Ja. Was hatte das für... Ist es so, dass du sagst, ja okay, 2 Jahrzehnte habe ich das gemacht und jetzt ist wieder alles gut und wurscht? Oder hatte das Langzeitfolgen, wo du heute sagst, bam? Okay, ich greife da, wie gesagt, 2012 hat sich bei mir sehr viel drastisch geändert. Dazu muss man sagen, wie du auch schon so gefühlvoll betont hast, hatte ich ja doch einige Damenbekanntschaften in meinem Leben, mehrere sogar. Aber die wesentliche Dame habe ich dann eben 2008 kennengelernt und das hat sich einfach herausgestellt, das wird jetzt mehr, das ist jetzt mehr. 2010 habe ich geheiratet, 2011 kam... Entschuldigung, ich muss kurz reingrätschen. Ja. Nur als kurze Anekdote. Niemals Heiraten.
Nein, hätte ich Also- jemals, also niemand, glaube ich, aus unserer Peer Group, die wir damals waren, hätte jemals, aber auch nur die Vermutung aufgestellt, dass der Andi Freund jemals heiraten wird, außer er wird vielleicht von irgendwo bezahlt oder so. Ja. Aber das wäre, also das ist so, wie wenn du sagst, ja, Charlie Harper wird jetzt plötzlich, das geht nicht. Also das war, als ich das hörte, weil da hatten wir null Kontakt, ich habe das nur irgendwie vor irgendwem gehört, ich weiß nicht mehr. Ich dachte, nein, da hat's was, da stimmt was nicht. Also so Das hätte ich dir auch voll inhaltlich unterschrieben, bis ein paar Wochen nachdem ich diese Frau kennengelernt habe. Und irgendwie hat sich dann relativ zügig und immer intensiver herauskristallisiert, dass da was dahinter steckt, was nicht mal... Also bis dorthin habe ich geglaubt, ich kann alles kontrollieren und mir so richten, wie ich halt will. Auch wenn ich damit Sachen kaputt gemacht habe, ich wollte es so. Das war etwas, was ich nicht mehr durchgehend kontrollieren konnte und auch nicht wollte dann. Es hat sich immer anders entwickelt. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Sie war auch dann der ausschlaggebende Punkt 2012, dass sie gesagt hat, hat mir ein 100 in die Hand gedrückt und gesagt, und jetzt gehen wir um und jetzt kaufst du das letzte Gramm und das wird's gewesen sein. Und irgendwie wollte ich das damals schon die längste Zeit und das war dann, hat einfach funktioniert. Da waren wir aber schon verheiratet. Da hatten wir schon einen kleinen Sohn. Das war natürlich auch mit ein Punkt, das hat alles zusammengespielt. Ich bin jetzt verheiratet, ich habe jetzt 2 Söhne, einen mitgeheirateten, hallo Paul, und einen selber gemachten, hallo Lukas, und bin sehr glücklich. Ich habe nachher immer noch meine Fehler gemacht. Alkohol ist immer noch ein Thema bei jemandem, der Depressionen mal hat und da gibt es ja alle möglichen Dinge. Aber du hast eine andere Frage gestellt. Die Langzeitfolgen ja merke ich in der Hauptsache an der Stimme. Das heißt, da muss ich einfach sagen, dass ich bei Weitem nicht mehr alles singen kann, was ich mal getrellert habe. Aber dem muss man sich halt, und das war auch ein Grund mit, warum ich da öfter der Verzweiflung anheimgefallen bin und dann eben ins ein oder andere Weinfass wieder hineingefallen. Aber auch das, damit muss man halt umgehen lernen und sich der Situation stellen und ja, wie lange soll ich noch reden, bis du wieder eine Frage stellst? Ja, ich hub schon rein, wenn du magst. Ich stelle, also ich kann ja immer nur versuchen, das nachzuvollziehen aufgrund meines Realitätstunnels irgendwie. Ja. Und ich stelle mir das unfassbar schlimm vor, wenn man auf dem Level gesungen hat wie du, jetzt da hier zu sitzen und es mit dieser Abgeklärtheit zu sagen, ist halt so, und damit leben zu lernen ist, also Respekt, das stelle ich mir ziemlich zart vor. Es ist wahnsinnig zart eigentlich, aber genau das Gleiche ist, also die Leute sagen jetzt, pass auf, du kannst nicht mehr singen oder nicht mehr das singen, was du mal konntest. Ich vermisse das auch. Ich habe auch Momente, wo ich über das intensiv nachdenke und so. Allerdings, man muss sich dann eben andere Sachen suchen, die, das klingt jetzt banal, aber meine Frau habe ich kennengelernt bei einem Auftritt, bei einem Konzert auf dem Golfplatz. Sie hat damals bei einer Golfzeitung gearbeitet und wir waren eben an dem Abend für die Players Party gebucht, haben dort gespielt. Und ich habe sie rumgekriegt mit den Worten, Golf hat mich schon immer interessiert. Das ist natürlich gut. Ja. Oder ich wollte sie rumkriegen, wahrscheinlich hat sie gelacht. Jedenfalls hatte ich 2 Wochen später einen Golfschnupperkurs geschenkt bekommen. Dann habe ich angefangen mit Golf spielen und wir waren gemeinsam golfen bei diversen Turnieren. Wir waren unterwegs bei Golfmessen und so. Und ich habe eine zweite Leidenschaft entwickelt. Heute, der Witz ist, ich mache viel weniger Musik als früher. Ich arbeite aber, ich spiele nicht nur Golf, ich arbeite mittlerweile auf einem Golfplatz. Das heißt, ich versuche es mir so zu richten, dass ich eben nicht mehr so traurig und verzweifelt bin und es funktioniert. Ich bin
wenn du in der Früh um 6 die Sonne aufgehen siehst und die Hasen hoppeln übers Fairway, dann das sind schon schöne Momente, wo ich mir denke, okay, ich hatte 40 Jahre Musik. Ich habe wirklich alles. Man kann ja zweimal Song Contest und mehrfach Donauinselfest und Stadthalle und Tourneen eben auch mit den Vereinigten Bühnen Wien oder mit anderen Bands, ganz Europa. Es ist ja, man kann ja nicht sagen, es war nichts. No, klar. Und jetzt ist eben so, dass ich mich dem stellen muss, dass ich halt andere Dinge mache. Es ist okay. Ja, damit wäre eigentlich meine nächste Frage auch schon, das wäre die Abschlussfrage gewesen. Wir kommen schon langsam schon zum Ende, nämlich die Frage des Resümees für dich, was du so, wenn du zurückschaust, irgendwie daraus ziehen würdest, aber da war eigentlich schon für mich relativ klar, außer du möchtest dem noch irgendwas... Ja, ich muss dazu was sagen. Ja, bitte. Ich muss alles, wenn mich jemand fragt, ich kann natürlich sagen, ich würde Dinge anders machen. Hätte ich sie aber damals anders gemacht, würde ich nicht da sein, wo ich bin. Ich habe zwar jetzt diverse Probleme mit diesem oder jenem, aber ich habe eine fantastische Familie. Ich bin glücklicher Ehemann und Vater und das will ich um keinen Preis der Welt missen. Wäre ich damals nicht so gewesen, wie ich war, hätte ich auch so nie die Frau kennengelernt. Da würde auch meine Familie so nicht ausschauen, wie sie jetzt ausschaut. Es ist leicht zu sagen, hätte ich damals nur... Klar, wir sind natürlich ja alle im Endeffekt das Ergebnis aus unserem Leben. Das ist ja logisch. Ja. Ja gut, für das Resümee musst du auch mit der Situation, die du jetzt hast, im Großen und Ganzen voll zufrieden sein. Weil wenn du nicht zufrieden bist, sagst du natürlich, na mein Gott, wäre das damals anders gelaufen, wäre ich Nummer 1 in der Hitparade gewesen, würde ich jetzt vielleicht in England singen oder keine Ahnung. Pfeif drauf, nein. Ich bin wirklich sehr glücklich mit dem Ist-Zustand, so wie er ist. Da gäbe es natürlich hier was zu hobeln und da was zu schleifen. Das wird so sein, das ist klar. Aber bei wem nicht? Ja. Nein. Ich stelle allen Gästinnen und Gästen immer die Frage am Ende jeder Sendung, weil ich schon erwähnt habe, dass es bei uns ja sehr viele Leute auch gibt, die zuschauen, die vielleicht eher relativ am Anfang des Weges stehen oder so mittendrin oder was auch immer. Und du hast ja doch einiges zu erzählen und einiges erlebt und einiges gemacht. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist der große Tipp von dir, auf der einen Seite im Positiven, oder auch, das ist der große Tipp von dir, das auf keinen Fall bitte machen. Einfach das Ergebnis deines Lebens, was du irgendwie weitergeben kannst, was man sich vielleicht im Kalender reinschreiben kann. Hätte ich so einen super Tipp zu geben quasi, dann würde es mir vielleicht auch finanziell ein bisschen anders gehen und so. Ich habe auf die Frage gewartet, weil ich habe das bei der Ingrid natürlich gehört, dass sie gesagt hat, was hat sie gesagt? Macht's, was euch Spaß macht, bleibt's immer authentisch. Ja. Ich könnte natürlich jetzt noch andere Tipps geben, greift's das Scheißzeug nicht an oder warte, was steht hier? Trinkt's Kapier. Ja, da steht aber hinten drauf, ohne mich. Okay. Das ist von Marco Pogo. Ja. Nein, ich kann jetzt Tipps geben. Schau, das Wichtigste für mich war, ich habe was machen wollen, was mir Spaß macht, nämlich Musik. In jedweder Richtung. Es ist wurscht, ob das Grunge, Rock, Folk, Rockabilly, Klassik oder so wichtig ist. Lernt das, was ihr machen wollt, weil nur dann macht es auch wirklich Spaß. Wenn man mit anderen, weil du musst ja mit anderen auch zusammen musizieren. Und das funktioniert, wenn jeder weiß, was er zu tun hat und wenn sich jeder richtig einschätzen kann, dann macht Spaß und dann bringt es auch was. Man muss schon ein gewisses Handwerk lernen. Und dann sage ich auch nicht, seid authentisch, weil wenn man das macht, was man
Also was einem Spaß macht, ist man automatisch meiner Meinung nach authentisch. Da brauchst du nicht lang Authentizität ist ein Mörderwort, oder? Ja, vor allem für jemanden mit S-Fehler. Ja. Authentizität brauchst du nicht proben. Ja. Das kommt automatisch. Mein Tipp ist einfach aufpassen. Weil ich sag nicht einmal, ich würde ein paar Dinge anders machen. Wie gesagt, ich habe keinen großen Tipp. Mhm. Das muss ja auch nicht sein. Ne? Einfach aufmerksam sein, die Chancen ergreifen und halt doch ein bisschen was lernen, damit es einem auch Spaß macht, was man selber macht. Ja. Cool. Dann sage ich vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich kommen durfte. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dich herfahren durfte. Ja, sehr gerne. Ich weiß, es war eine Ehre. Wir hoffen, dass es auch dir zu Hause gefallen hat und dass du uns wieder beehrst beim nächsten Mal, wenn es heißt Prosartig. Schönen Abend, gute Nacht, was auch immer.